Die Internorga ist nicht nur eine Messe, sondern eine Bühne der Möglichkeiten. Hier finden junge Talente aus der Gastronomie, Hotellerie und dem gesamten Außerhausmarkt eine Plattform, die sie fördert, sichtbar macht und inspiriert. Jungen Talenten eine Bühne zu bieten, ist eine der Kernaufgaben der Internorga. Wir haben zahlreiche Plattformen, Events, Wettbewerbe, wo das geschieht. Zum Beispiel seit 2016 der Next Chef Award, den wir zusammen mit Johann Lafer ins Leben gerufen haben. Der Mensch wächst mit seinen Aufgaben. Das ist der zentrale Inhalt vom Next Chef Award. Und wir haben dort so tolle Menschen kennengelernt und auch solche, sagen wir mal, junge Menschen auch, glaube ich, eine Chance gegeben, indem sie ein eigenes Buch bekommen und so weiter und so fort. Die, glaube ich, sind heute alle sehr dankbar, dass sie dieses Sprungbrett genutzt haben, um ihre Karriere, ihren Beruf ein bisschen weiterzuentwickeln. Und ich muss sagen, ja, wir haben bis jetzt immer echte Sieger gehabt, jedes Jahr. Und ich bin sicher, auch 2025 werden wir jemand haben, der am Ende auf der Bühne steht als Erster und wird sagen können, ich habe auf der Internorga den Next Chef Award gewonnen. So wie Niklas Hermann, ein junger Koch aus der Nähe von Frankfurt, der das Finale des Next Chef Awards 2024 für sich entscheiden konnte. Also ich wusste von dem Next Chef Award erstmal gar nichts. Ich wollte mal auf die Internorga gehen und ich bin eben zu meinem Betriebsleiter gegangen, wollte mir einen Tag Urlaub nehmen für den Trip zur Internorga und da hat er mich darauf hingewiesen, da gibt es doch so einen Wettbewerb, ob ich mich da nicht mal anmelden will. Ich ging nicht wirklich davon aus, dass ich den gewinnen kann. Ich dachte, das sind wahrscheinlich Leute mit sehr viel mehr Erfahrung und auch die vielleicht in gehobeneren Küchen unterwegs sind, sich das eher absahen. Aber ich wollte zumindest mal die Erfahrung gemacht haben und am Ende hat es dann deutlich besser funktioniert, als ich dachte. Was einen guten Koch oder eine Köchin ausmacht, ist natürlich zunächst mal, man muss selbst ein Genießer sein. Man muss den Drang haben nach gutem, perfekten Geschmack. Das ist die Voraussetzung. Dann natürlich muss ich gerne anderen Menschen eine Freude machen wollen. Und das in dem Fall mit gutem Essen. Und natürlich, ich muss leidenschaftlich und auch, ja, wie soll ich sagen, mit vollem Engagement dahinter stehen, das, was ich mache. Also ich darf nicht zweifeln, weil wenn man zweifelt an dem, was man macht, ist man nicht erfolgreich. Und deswegen kann ich nur sagen, und ich stehe jetzt hier vor dieser Kamera und möchte gerne auch die Gelegenheit wahrnehmen, vielleicht an meinem Beispiel, und es gibt viele andere, jungen Menschen Mut zu machen. Man kann als Koch wirklich sehr, sehr vieles und als Köchin sehr viel erreichen. Man kann die Welt kennenlernen, man hat immer was Gutes zum Essen. Also ich kenne keinen Koch, der verhungert ist. Und natürlich, man hat, ich sag mal, auch die Möglichkeit durch den Beruf, Menschen kennenzulernen, weil bei Essen und Trinken kommen die Leute zusammen. Der Deutsche Gastro-Gründerpreis prämiert innovative Konzepte und hilft jungen Gründerinnen und Gründern, ihre Visionen zu verwirklichen. Also der Gewinner vom Preis kann davon ausgehen, dass sein Restaurant die nächsten 3-4 Monate nackig voll ist. Also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, dort mitzumachen. Aber wenn ihr den Preis gewinnt, vorbereitet euch, euer Laden wird explodieren, direkt von der Eröffnung an. Ja, wir haben letztes Jahr den Deutschen Gastronomie-Gründerpreis in Hamburg auf der Internorga gewonnen und seitdem hat sich unser Netzwerk nochmal vergrößert. Ich durfte viele tolle Gastronomen und Gastronominnen kennenlernen und habe durch den Preis auch natürlich eine Reichweite bekommen und sehr viel Unterstützung und Hilfestellung, die uns sowohl persönlich als auch klar vom Geschäft her sehr weitergebracht hat. Also der Preis war ja ein Sprungbrett in eine noch größere und noch intensivere Art des Arbeitens und ein tolles Miteinander, muss man wirklich sagen. Wenn ich an die Preisverleihung denke, dann im ersten Moment an die Kollegen und Kolleginnen, die mit vor Ort waren, die mich unterstützt haben. Diese ganze Stimmung war einfach überwältigend. Ich kann mich an den Moment auf der Bühne nicht erinnern. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Aber dann der Moment, als aus diesem goldenen Umschlag wirklich dann unser Name gerufen wurde und der Preis, den ich nicht alleine gewonnen habe, sondern diese ganze Gemeinschaft, diese Mission des Miteinanderarbeitens war für mich auch wirklich das Zeichen, dass ich mit dem, was ich da tue,
recht habe und dass es wirklich zusammen weitergeht. Ich werde mich sehr lange Zeit noch an diesen Moment in Hamburg erinnern. Natürlich als junge Gründerin hast du diverse Themen und es tat dann einfach gut zu wissen, ich bin nicht allein mit diesen Themen, sondern die haben auch andere Gründer und wir sind einfach nicht alleine gelassen worden. Wir hatten verschiedene Hilfestellungen, auch mit einem Coaching dann und ja, die Internorga und auch der Gründerpreis haben da wirklich geschaut, dass wir uns auch untereinander gut vernetzen können und das hat schon wirklich sehr viel gebracht vom Wissenstransfer. Mein Rat an junge Gründer und Gründerinnen ist, macht das, für das ihr brennt. Überlegt euch nicht zu lange, lasst eure Idee nicht zu lange im Herzen schlummern, sondern probiert es. Traut euch auch mal einen Schritt zu gehen, der vielleicht bei euch im Umfeld nicht unbedingt auf guten Wind stößt und glaubt an euch selber und macht einfach. Also wir wussten gar nicht, wo uns der Kopf steht. Wir waren zwischen Verträge unterschreiben, Laden ausräumen, einräumen, Wände bemalen. Und ja, da musste man irgendwie noch nach Hamburg fahren. Und Gott sei Dank hat es dann geklappt, dann haben wir den Preis gewonnen. Ich habe eigentlich auch gar nicht damit gerechnet, dass wir gewinnen. Ich sagte noch so zu dem Mädel links von mir, ist das jetzt vorbei, können wir uns wieder um unsere Geschäfte kümmern. Und auf einmal geht dieser Balken so nach vorne und da steht Last Heavy. Ich gucke meine Frau an, sie guckt mich an und ich bin erstmal rausgerannt und Zigarette rauchen. Und wir haben alle gesucht. Also der Gewinn des Preises hat definitiv was verändert. Beziehungsweise gleich die Sache richtig ins Rollen gebracht. Also wir haben aufgemacht, wir waren vom ersten Tag an so gut wie ausgebucht. Newcomers Area ist der Hotspot hier auf der Internorga, wo Startups, Newcomer ihre Produkte, ihre Services erstmalig der breiten Öffentlichkeit präsentieren. Und ganz spannend zu sehen, wie sich diese jungen Firmen natürlich auch entwickeln über die Jahre, teils feste Aussteller, fester Bestandteil der Internorga werden und mit ihren Produkten erfolgreich im Markt agieren. Hallo, ich bin Nico von Vanozza und habe 2022 die Firma gegründet, um richtig guten pflanzlichen Käse herzustellen. Wir merken, dass ganz viele Gastronomen von sich aus vegane Produkte auf die Karte setzen möchten, weil sie die Zielgruppe mitnehmen möchten, aber auch weil es mittlerweile ganz viele Menschen gibt, die sich als Flexitarier und Flexitarierinnen definieren. Und das ist am Ende auch die große Zielgruppe, die wir ansprechen. Ich glaube, das funktioniert bei Fleischalternativen schon total gut und wir möchten das eben auch im Käsebereich liefern, dass es kulinarisch so überzeugend ist, dass man heute oder morgen einfach mal den konventionellen Käse weglässt und sich für ein pflanzliches Produkt entscheidet. Wir waren letztes Jahr bei der Internorga in der Newcomers Area. Das war für uns total cool, weil wir das Gefühl hatten, dass da wirklich alle hinwollen, um Innovationen zu suchen und zu finden. Wir haben ganz tolle Gespräche geführt, wir haben neue Kundinnen gewonnen und was uns am Ende geholfen hat, ist, dass wir vorher schon ein relativ breites Netzwerk an Großhändlern hatten, sodass die Kunden uns dann auch einfach über ihre bestehenden Lieferstrukturen beziehen können. Die Internorga letztes Jahr hat uns sehr geholfen. Wir haben zum Beispiel einen neuen Großhändler im italienischen Bereich gefunden. Wir haben aber auch viele, ich sag mal, Endkundinnen gefunden, die dann im Bereich Gastronomie oder vor allem auch Studierendenwerke wirklich eine Geschäftsbeziehung zu uns aufgebaut haben und die wir jetzt nachhaltig ausbauen und uns auch freuen, diese Kunden und Kundinnen dann wieder zu treffen jetzt dieses Jahr. Wir freuen uns total auf den Future Food Bereich, auch weil er in der Nähe des Newcomer Bereichs ist. Also wir kennen die Area schon, wir mögen die auch und wir selbst haben uns entschieden, zusammen mit 3 anderen innovativen Startups einen großen, richtig dicken Gemeinschaftsstand zu machen. Und da freuen wir uns sehr drauf, weil wir genau da dann diese Synergien auch heben können. Also wir nehmen unseren Pizzaofen mit und machen da dann neben unserem Käse zum Beispiel auch den Thunfischersatz von Betterfisch drauf. Und mit auf unserem Stand ist noch Fly und auch Next, die ein ganz tolles pflanzliches Ei machen. Für uns ist die Internorga total bedeutend als Messe, nicht nur weil es ein Heimspiel ist, sondern auch weil eben Menschen aus der Food-Branche, Foodservice, Gemeinschaftsverpflegung, Gastronomie, Hotellerie komplett da sind und auch fast deutschlandweit, also ein riesen Einzugsgebiet und das hilft uns total. Also jedes Jahr, wenn wir uns überlegen, auf welche Messe wir gehen, ist die Internorga schon gesetzt. Ich würde anderen Startups aus der Foodbranche auf jeden Fall raten, zu Internorga zu kommen, weil es da ein ganz tolles Feedback gibt und man schnell prüfen kann, ob sich die Idee umsetzen lässt oder nicht. Ob Next Chef Award, Deutscher Gastro-Gründerpreis, Newcomers Area oder Weiterbildungsangebote, die Internorga ist das Sprungbrett für junge Talente.